nach der Matura habe ich gar nicht gewusst, dass ich studieren will. Und ich habe dann auch 2 Zwischenjahre gemacht, wo ich auch verschiedene Jobs gemacht habe, hauptsächlich. Und ich war dann irgendwie an so einem Infotag und das hat irgendwie so gut getönt. Und irgendwie auch mich langsam entscheiden, ein Studium zu machen. Und Kunst war schon immer ein Thema, auch schon direkt nach der Matura. Aber ich glaube, ich habe mich einfach nicht getraut. Also ich habe mich voll nicht sicher gefühlt. Irgendwie hatte ich mega fest das Gefühl, so, ich muss einen Job machen, wo ich nachher Geld verdienen kann. Ich bin ausgebildete Primarlehrerin, habe auf dem gearbeitet, bin wieder viel reisen. Und dann bin ich hier reingekommen. Also, es klingt ein bisschen blöd, aber es hat sich wirklich alles verändert. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt ankommen durfte. Ich habe mich nicht so... Das vorher ist nicht mein Weg. Also, hätte wahrscheinlich müssen sein, aber das ist nicht... Es wäre nicht gut gewesen. Ich schreibe mega viel. Und ich male viel. Und ich habe mit Schreiben habe ich erst spät angefangen. Weil ich habe mich nie getraut, Tagebuch zu schreiben, weil ich so Angst hatte, dass es jemand lesen könnte. Wieso auch immer. Ich habe mega gerne Kontrast. Ich glaube, ich arbeite viel mit dem. Darum auch so die Neonfarben und dann aber auch Schwarz und Weiß. Ich habe auch starke Kontrast in zum Beispiel sehr wässrig und sehr dicht auftragen, dass wie ein Ort von der Leinwand wenig bis gar nicht bearbeitet ist mit Farbe und andere extrem. Und ich arbeite oft auch mit, also ich arbeite auf alten Bettbezügen meistens. Und ich arbeite auch oft neben der Malerei noch mit Draht, wo für mich auch wieder so der Kontrast ist von dem weichen, intimen und dann so der harte, spitzige Draht. Ich glaube, so in dem Innen ist das in der Malerei gut aufgreifbar. Das erste Mal, als ich mir einen Bettbezug gekauft habe, um darauf zu malen, war schon aus einem Gefühl heraus von ich will gross. Und ich wollte von der Leinwand wegkommen. Die Leinwand ist ja wie begrenzt. Das ist wie so, da fängt sie an, da hört sie auf, es hat diese Form. Wir brauchen alle relativ ähnliche Leinwände. Man kann sie mit verschiedenen Sachen beziehen, aber es ist wie so das. Ich glaube, es war ein bisschen das Hinterfragen von dem Rahmen oder ein bisschen darüber hinausgehen. Und dann war es schon so, okay, wo komme ich ein grosses Stück Stoff her, über das ich zahlen kann. Und dann habe ich angefangen mit diesen Bettbezügen zu arbeiten. Und irgendwie hat es mich voll reingezogen, direkt. Es hat irgendwie so... Es hat ein bisschen etwas Unberechenbares. Aber je nachdem auch, wie es hängt oder so. Es ist wie ein Untergrund, der mich fordert. Vor allem, wenn es auch noch irgendwelche Prints oder Farben selber schon drauf hat. Und es hat so etwas mega Intimes. Ich meine, es ist der Bettbezug von irgendjemandem. So Bettbezug bemalen habe ich angefangen, als ich da in der Schule plötzlich viel mehr Platz hatte zum Arbeiten. Und so hat das angefangen, weil ich arbeite auch schnell und gross und ja, es geht halt wie nicht daheim und es ist alles dreckig und ich bin schon viel da und ich mache schon viel für das. Es ist auch schwierig zu trennen irgendwie von gerade weil es irgendwie auch so mega eben so Beobachtungen und Gedanken irgendwie Teil davon sind oder ein grosser Teil der Inspiration auch ist. Es hört ja nicht einfach auf. Du gehst nicht einfach heim und bist jetzt so, jetzt schalte ich meinen Kopf ab.
wäre manchmal schön, aber... Und ich bin mega gerne auch am Wochenende da, weil ich halt nahe wohne. Dann sind mega wenig Leute da und ich habe so das Gefühl, das ganze Atelier für mich. Ich war letztes Jahr am 1. Januar da. Das war sehr toll. Ich lerne halt mega gerne. Wenn ich könnte, ich würde so alles lernen, wenn ich würde gehen. Aber du willst auch nicht alles anfangen. Irgendwann willst du auch so in etwas mal so ein bisschen gut werden. Das ist ein blöder Begriff, aber halt so... Ja, man muss halt Sachen regelmäßig machen und über einen langen Zeitraum, um sie wirklich so erkennen, glaube ich. Die Härte und das Weiche sind ja wie der Draht und der Bettbezug, der das wie verkörpert, oder? Ich glaube aber auch, das ist so etwas. Es ist etwas, wie ich die Welt wahrnehme und so gleichzeitig. Es ist mega hart. Und es hat aber die schönen und weichen Seiten und die intimen Seiten und dann aber eben das, was wehtut. Und ich glaube, das ist... Ich habe das Gefühl, es gibt immer beides, egal wo man steht, was man ist, was man macht. Es gibt wieder die beiden Seiten und wahrscheinlich ist es ein Spektrum und man befindet sich irgendwo auf dem Spektrum. Und ich glaube, mit diesen verschiedenen Spektren und das Ausloten arbeite ich in der Malerei. Ich habe mega gerne, wenn es nicht so hell ist. Auch wenn die Farben eigentlich nicht so krass sind, wie sie wären im Sonnenlicht zum Beispiel. Ich glaube, das Tag- und Nachtarbeiten ist mehr so ein Empfinden. Ich glaube, es hat schon etwas, so das Gefühl, dass alles um dich herum schläft. Und du hast so die Freiheit, um dich jetzt auszudrücken. Ist schon etwas Spannendes. Also ich habe tatsächlich durch das Studium erst gecheckt, wie wichtig Wort und Sprache ist und wie ein grosser Teil in meinem Leben ist. Weil ich schreibe täglich. Ich schreibe täglich Tagebuch. Ich habe mehrere Notizbücher, die ich immer bei mir habe. Stapel von Wörtern, von Satzfragmenten, von Momenten, die ich irgendwie aufgeschnappt habe, die ich sammle als Notiz in Sprache. Also es ist mega um. Ich glaube, ich habe einfach... vielleicht, weil es für mich so allgegenwärtig ist, bis ich hier angefangen habe zu studieren und mich mehr auch mit dem auseinandergesetzt habe, was ist denn ein Teil von meiner Kunst, nicht verstanden, dass das eigentlich der grösste Teil vielleicht sogar ist. Ich glaube, mein Wunsch wäre, oder mein Traum wäre, wenn ich meinen Alltag eigentlich so weiterleben könnte, wie ich ihn jetzt lebe und trotzdem die finanziellen Mittel habe, um so zu leben. Das wäre mein Wunsch.